I told you that I will continue today. Good morning, good morning, good morning. Ich habe dir gesagt, ich werde heute hier weitermachen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Look, Schau, I've always said to Debbie, ich habe immer zu Debi gesagt, she is beautiful and that's the only thing that matters. dass sie schön ist und das ist das Einzige, das zählt. Internally beautiful. Innerlich schön. That's why it doesn't matter if she wears makeup or no makeup. Deshalb ist es egal, ob sie Make-up trägt oder nicht. And here is the encouragement of the Bible. Hier ist die Bibel so ermutigend. Look what Peter says. Schau, was Petrus sagt. He says, for a lasting beauty comes from a gentle and peaceful spirit, Er sagt, denn dauerhafte Schönheit kommt von einem sanften und friedlichen Geist, which is precious in God's sight der in Gottes Augen kostbar ist and is much more important than the outward adornment of elaborate hair, jewelry, or fine clothes. und viel wichtiger als äußere Zierde von aufwendigem Haar, Schmuck und schöner Kleidung. Now, I want you to understand. Ich möchte, dass du das verstehst. Peter does not say a Christian woman is not allowed to have beautiful clothes and beautiful hair and jewelry. Petrus sagt nicht, eine christliche Frau darf keine schönen Kleider, kein schönes Haar und keinen Schmuck haben. No, he doesn't say that. Nein, das sagt er nicht. He's trying to teach them where the real lasting beauty comes from. Er versucht sie zu lehren, woher die wahre, dauerhafte Schönheit kommt. And I really like the expression lasting beauty, and I will tell you why. Ich mag den Ausdruck dauerhafte Schönheit und ich sage dir, warum. Because when you leave this body that you now live in, Denn wenn du diesen Körper, in dem du jetzt lebst, verlassen wirst and when you go and live forever with Jesus, und für immer mit Jesus leben wirst, you will neither take your beautiful hair, wirst du weder dein schönes Haar mitnehmen, nor will you take your jewelry, noch deinen Schmuck mitnehmen, nor will you take your fancy clothes, noch deine schicken Kleider mitnehmen. but your character will go with you. Aber dein Charakter wird mit dir mitgehen. You see, whatever you allowed God to build in you is going to continue right there in eternity. Was immer du Gott erlaubst, in dir aufzubauen, wird in der Ewigkeit fortbestehen. And let me tell you something. Ich erzähle euch etwas. Unless you have your self-worth from who you are in Christ, my dear ladies, Wenn ihr euren Selbstwert nicht aus dem schöpft, was ihr in Christus seid, meine lieben Damen, no external beauty will give you any self-worth. wird euch keine äußere Schönheit Selbstwert verleihen. I've always had a little sadness Ich war immer ein wenig traurig, when women put so much focus on external beauty, hoping that now they will be loved and accepted by men. wenn Frauen sich so sehr auf äußere Schönheit konzentrierten, in der Hoffnung, dass sie nun von den Männern geliebt und akzeptiert werden. And I tell you why I've always been sad about this. Ich sage dir, warum ich darüber immer traurig war. Because if a man only loves you for your external beauty, what's he going to do to you when you're not as beautiful anymore? Denn wenn ein Mann dich nur wegen deiner äußeren Schönheit liebt, was wird er dann mit dir machen, wenn du nicht mehr so schön bist? You know, the truth is, first thing in the morning, when the wife wakes up next to the husband, she doesn't have makeup on nor fancy clothes. Die Wahrheit ist, dass die Frau morgens, wenn sie neben ihrem Mann aufwacht, weder Make-up noch schicke Kleider trägt. So ladies, Meine Damen, you need a man that admires your inner beauty way beyond your outer beauty. ihr braucht einen Mann, der eure innere Schönheit weit mehr bewundert als eure äußere Schönheit. Men, Männer, don't give a woman value because of her outer beauty. legt bei einer Frau keinen Wert auf ihre äußere Schönheit. We all have value because we are in Christ, His beloved, wonderful children. Wir alle haben einen Wert, weil wir in Christus sind, seine geliebten, wunderbaren Kinder. So that's the point that Peter's trying to make. Get your value from who you are on the inside. Das ist der Punkt, auf den Petrus hinaus will. Gründe deinen Wert in dem, was du in deinem Inneren bist. A perfectly brand new creation. Eine vollkommen neue Schöpfung. And now you learn to live according to that. Beginne dementsprechend zu leben. As you live according to the new creation that God already made you, Wenn du nach der neuen Schöpfung lebst, zu der Gott dich bereits gemacht hat, you will always express internal beauty. wirst du immer innere Schönheit zum Ausdruck bringen. And now Peter is drawing their attention to the women in the past. Nun lenkt Petrus ihre Aufmerksamkeit auf die Frauen der Vergangenheit. Look what he says. Schau, was er sagt. He says,
holy women of long ago who set their hopes in God Er sagt in Vers 5, die heiligen Frauen von früher, die ihre Hoffnungen auf Gott gesetzt haben, beautified themselves with lives lived in deference to their own husband's authority. schmückten sich selbst durch ein Leben, das sie in Ehrfurcht vor der Autorität ihres Mannes führten. So, in simple words, here's what Peter is saying. In einfachen Worten sagt Petrus hier Folgendes. The holy women of the past, they did not get their beauty from how nicely they dressed and what makeup they put on. Die heiligen Frauen der Vergangenheit bezogen ihre Schönheit nicht daraus, wie schön sie sich kleideten und schminkten. It's very interesting because at that time, they already had a lot of fancy jewelry. Das ist sehr interessant, denn damals hatten sie bereits eine Menge ausgefallenen Schmuck. Think about it. Denk darüber nach. You remember the story when Abraham wanted a wife for his son and then the servant chose Rebekah? Erinnerst du dich an die Geschichte, als Abraham eine Frau für seinen Sohn wollte und der Diener Rebekka auswählte? They already gave her a lot of beautiful jewelries. Sie schenkten ihr bereits eine Menge schönen Schmuck. So even at that time, the women had already external beauty. Die Frauen waren schon damals von äußerer Schönheit. So even though they had the external beauty, what Peter is saying, that's not what a holy woman is all about. Obwohl sie äußerlich schön waren, sagt Petrus, das ist es nicht, was eine heilige Frau ausmacht. He said a holy woman is one who sets their hope in God Er sagt, eine heilige Frau setzt ihre Hoffnung auf Gott and who honors her husband's authority. und ehrt die Autorität ihres Mannes. Look at verse 6. Schau, Vers 6. For example, our mother Sarah devoted herself to her husband Abraham Unsere Mutter Sarah zum Beispiel war ihrem Mann Abraham treu ergeben and even called him master. und nannte ihn sogar Herr. And you have become her daughters when you do what is right without fear and intimidation. Ihr seid zu ihren Töchtern geworden, wenn ihr ohne Angst und Einschüchterung tut, was richtig ist. I have seen, I tell you, I've seen a lot. Ich habe wirklich viel gesehen. I've seen a lot of women taking this verse and misapplying it. Ich habe viele Frauen gesehen, die diesen Vers falsch angewendet haben. And I've also seen a lot of husbands taking this same verse and misapplying it. Ich habe auch viele Ehemänner gesehen, die denselben Vers auch falsch angewendet haben. So how did they misapply it? Wie haben sie ihn falsch angewendet? Well, women ignored their internal beauty and externally called the husbands master or sir or lord. Nun, Frauen ignorierten ihre innere Schönheit und nannten ihre Ehemänner nur nach außen hin in der Öffentlichkeit Meister oder Herr. But it was not real, it was only external. Sie meinten es nicht echt, das war nur äußerlich. I've seen that. Ich habe das gesehen. Because when she was together with a girlfriend, she talked bad about her own husband. Denn wenn sie mit ihren Freundinnen zusammen waren, sprachen sie schlecht über ihren eigenen Ehemann. See, that's not what Peter's talking about. Darüber spricht Petrus nicht. Peter's talking about a hard attitude of honor. Petrus spricht von einer Herzenshaltung der Ehre, der Anerkennung. And the internal is what convinces an unbelieving husband, but also shows a godly lifestyle. Das Innere ist es, das einen ungläubigen Ehemann überzeugt und darüber hinaus einen gottgefälligen Lebensstil zeigt. Don't worry, we'll have something to say to the husbands too. Keine Sorge, wir werden auch den Ehemännern etwas zu sagen haben. That's what we'll do tomorrow. Das werden wir morgen tun.